Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin dein persönlicher Ermutigungscoach. Wenn du die vorigen Videos aus dieser Reihe noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir raten, das schleunigst zu tun. Und wenn du sie gesehen hast, dann weißt du, wo ich mich hier befinde. Ich bin in Bali in meiner zweiten Heimat, beziehungsweise im Moment in meiner Wahlheimat und bringe dir mit dieser Videoserie kleine Ermutigungen und möglicherweise neue Einsichten ins Leben. Ich biete dir hier neue Perspektiven an und gebe dir mehrere meiner besten Mental-Coaching-Tipps, die dir helfen können, dein Leben besser, glücklicher, also eben mutiger zu gestalten. Gleich zu Anfang habe ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Vielleicht magst du ja sogar einen Kommentar hinterlassen und mir mitteilen, ob dich ein anderes Thema interessiert, über das ich dann mal ein anderes Video machen könnte. Ich freue mich auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise von dir zu hören. Heute möchte ich mit dir mal über das Wort müssen sprechen und darüber, ob und wann wir in unserem Leben Wahlmöglichkeiten haben. Gleich vorweg, ich behaupte, wir haben in jedem einzelnen Augenblick unseres Lebens ganz viele Wahlmöglichkeiten. Also ich sage sogar, du hast in jeder Situation deines Lebens absolute Entscheidungsfreiheit. Wahrscheinlich wirst du mir da jetzt widersprechen, so wie die meisten meiner Klienten mir dann heftig widersprechen, wenn ich diese Behauptung aufstelle. Aber ich höre das eben immer wieder in meinen Beratungsgesprächen, dass die Menschen sagen, ich muss oder man muss doch oder ich bin gezwungen, man kann doch nicht. Kennst du das von dir? Beobachte mal deine Sprache. Du wirst erstaunt sein, wie oft du das Wort muss aussprichst. Meinen Klienten sage ich dann lächelnd, Sie haben sich also entschieden, dies oder jenes zu tun. Sie haben sich also entschieden für diese oder jene Möglichkeit. Daraufhin kommt natürlich wilder Protest. Sie sagen mir, ich habe mich doch nicht entschieden, also zum Beispiel arbeiten zu gehen. Ich würde viel lieber zu Hause bleiben. Und ich sage dann, okay, Sie könnten zu Hause bleiben, aber dafür müssten Sie dann eben einen Preis bezahlen. Und der heißt wahrscheinlich, dass Sie kein Geld oder zumindest weniger Geld verdienen oder gar von Sozialhilfe leben müssten. Aber das wäre ja immerhin eine Möglichkeit. Ob Sie diese Möglichkeit mögen, das ist ja schließlich eine andere Sache. Ehrlich gesagt, kann ich das dann auch mit dir an jedem beliebigen Beispiel durchexerzieren. Denn es ist nun mal so, dass wir uns immer, bewusst oder unbewusst, für etwas entscheiden. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite gegen etwas. Und dann zahlen wir dafür eben einen Preis, so oder so. Wenn du also arbeiten gehst, dann bezahlst du den Preis, dass du vielleicht deine Kinder seltener siehst, mit deiner Frau oder deinem Mann weniger Zeit verbringen kannst oder mit deinem Partner, deiner Partnerin am Abend nur noch schlapp auf dem Sofa rumhängst, weil du zu müde bist für alles andere. Dafür hast du dann eben genug Geld, um die Wohnung und den Fernseher und das Auto und den Urlaub zu bezahlen. Wenn du nicht arbeiten gehst, zahlst du eben den Preis, dass du kein Geld oder weniger Geld hast. Dafür aber hast du dann Zeit, vielleicht um Dinge zu tun, wozu du Lust hast, was dir Freude macht und so weiter. Das kann man dann ja entscheiden. Wir bezahlen aber auf jeden Fall immer Preise. Egal, wie wir uns entscheiden, so oder so. Mir persönlich gefällt es sehr, immer die Wahlfreiheit zu haben. Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann kann ich auch mit Freude und Leichtigkeit zu meiner Entscheidung stehen. An dieser Stelle können wir ja mal ganz kurz über meine aktuell getroffenen Wahlen sprechen. Ich habe mich ja, wie du weißt, entschieden, Deutschland zu verlassen und lebe jetzt hier in Bali. Und heute habe ich mich beispielsweise entschieden, meinen Tag in diesem schnuckeligen Café direkt am Wasser zu beginnen. Ich nehme dich gleich mal mit auf einen kleinen Videoschwenk hier durch die ziemlich abgefahrene Kneipe, damit du einen Eindruck erhältst,
wofür ich mich heute entschieden habe. Mit meinen Klienten arbeite ich jetzt, also nicht direkt von hier ist es dann doch zu laut über den Tag, aber ich arbeite online mit denen per Zoom und das klappt auch super. Und ja, hier in Bali ist es traumhaft schön und ich kann mich auch wirklich nicht beschweren, aber auf der anderen Seite bezahle ich den Preis, dass ich meine Familie nicht sehe, dass ich von meinem Partner, der noch in Deutschland einen Job hat, getrennt bin, dass ich eben nicht einfach so hin und her reisen kann und so weiter, dass ich auch keine Coachings in meiner Praxis anbieten kann und so weiter. Ich habe mich aber so entschieden, also für mich ist das in Ordnung, denn ich weiß ja, ich könnte mich jeden Tag anders entscheiden. Also bin ich in der jetzigen Situation durchaus glücklich, denn ich habe sie selbst entschieden und hergestellt. Ich muss ja nicht hier bleiben. Was vielen meiner Klienten aber das Leben schwer macht, ist letztlich genau dieses Gefühl von Opfersein, von Müssen. Und das ist, liebe Leute, bei aller Liebe genau genommen Quatsch. Denn du bist niemals Opfer, du bist immer Gestalter. Also nimm doch bitte deine Gestalterrolle wahr und erfüll sie mit Verantwortung. Du bist jederzeit frei zu entscheiden, frei so zu leben, wie du willst, nach deinen Werten, nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen. Du kannst dein Leben ganz persönlich so gestalten, wie du es willst. Letztlich. Natürlich, logischerweise, zahlst du dann die entsprechenden Preise. Aber du gehst ja schließlich auch nicht in den Laden, nimmst dir eine Hose aus dem Regal, willst sie und kaufst sie quasi und wunderst dich an der Kasse, dass du sie bezahlen sollst, oder? Das wäre ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt. Du kannst also jetzt entscheiden, also eine Wahl treffen, in Zukunft weise immer zu entscheiden und dann dich an deiner Wahl zu erfreuen. Das ist Variante 1, so mache ich das meistens. Oder, wenn es dir dann nicht mehr gefällt, deine Entscheidung zu überdenken bzw. zu revidieren, also eine andere Wahl zu treffen. Das ist dann die zweite Variante. Wenn du auf diese Weise deine Entscheidungen triffst, also deine Wahlmöglichkeiten voll ausschöpfst, dann ist es natürlich wichtig, dass du von vornherein weißt, was du da mit in Kauf nimmst. Also quasi, was du damit eingekauft hast. Das trifft zu für die Wahl deines oder eines Arbeitsplatzes, ebenso wie es zutrifft auf die Partnerwahl, die du getroffen hast oder treffen willst. Natürlich ist es schön und wünschenswert, wenn man sich mal für einen Partner entschieden hat, auch mit ihm oder ihr zusammen zu bleiben. Aber es ist ja kein Muss. Es gibt doch immer auch Alternativen. Aber wenn du bleibst, dann ist es doch viel besser, wenn du diese Entscheidung bewusst treffen kannst und jeden Tag erneuern kannst in dem Gedanken, ja, meine Partnerin, die hat vielleicht diese oder jene Macke, aber ich liebe sie trotzdem und deswegen bleibe ich bei ihr. Oder ja, mein Mann, der hat folgende Angewohnheit, die mich echt wahnsinnig macht, aber ich bleibe trotzdem bei ihm, weil in Summe ich ihn doch liebe und wir ein schönes Leben miteinander haben. Wenn du dich jeden Tag für eine Sache neu entscheidest, dann wirst du dich niemals in dieser Entscheidung gefangen fühlen oder gar als Opfer. Wenn du so agieren kannst, das ist dann erwachsen. Wenn du so denken kannst, dann reifst du innerlich, weil du dann zu deinen Wahlen stehen kannst. In Studien hat man sogar festgestellt, dass wenn Menschen eine Wahlmöglichkeit in einer sehr schwierigen Situation haben, also wenn die Tür zum Verlassen der Situation quasi offen ist, dass sie dann deutlich weniger Stress haben und dass sie vor allem tendenziell länger bleiben, also länger aushalten quasi. Also lass auch du dir selbst in deinem eigenen Kopf immer die Tür offen und sperr dich nicht selbst in deinen eigenen Gedanken ein. Diese Mussologie, wie ich das nenne, macht dich nur krank und lähmt. Ich möchte dir an der Stelle gerne mal das Bild eines Kreisverkehrs anbieten. Wenn du also im Kreisel fährst und dich zunächst nicht entscheiden kannst, wo du abbiegen willst, dann ist es ja eine Weile in Ordnung und irgendwann bist du lang genug im Kreis gefahren, dann bist du so weit, dass du eine dieser Abzweigungen aus dem Kreisverkehr nehmen kannst. Wenn du danach dann aber merkst, dass es doch nicht der richtige Weg war, dann kannst du ganz ohne Drama und ohne zu verzweifeln einfach zurückfahren oder eben zweimal rechts abbiegen
und dann wieder zum Kreisverkehr zurückkommen und dort eine neue Wahl treffen. Eine neue, andere Abzweigung wählen. Und so ist es auch im richtigen Leben. So ist das Leben ja schließlich auch gemeint. Du sollst Wahlen haben. Du sollst dich mächtig, also eigenmächtig fühlen. Du sollst deine Gestalterkraft nutzen für dein bestes Leben. Ohnmachtsgefühle und Opfergedanken machen dich aber auf die Dauer krank. Glaub mir das, denn wir Menschen können unmöglich gesund bleiben, wenn unser Selbstwert bedroht ist. Denn unser Selbstwert, der strebt automatisch nach Anerkennung und will auch überleben. Und so holen wir uns, wenn wir in so Ohnmachtsgefühle kommen, unser Gefühl von Mächtigsein auf andere, und das ist oft sehr seltsam anmutende, bis hin zu dissozial sich auswirkende Weise zurück. Das aber willst du sicher nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Sobald du dir also bewusst machst, dass du jederzeit die Wahlmöglichkeit hast, dann wirst du dich erstens in deiner gewählten Situation wohler fühlen, denn du hast dich ja dafür entschieden. Zweitens wirst du dir eher die Erlaubnis geben, die Situation wieder zu verlassen, sobald du dich darin nicht mehr wohlfühlst. Denn du weißt ja, dass du immer wählen darfst. Der wichtigste Punkt hieran, den du jetzt bitte unbedingt verstehen müsstest, ist die Tatsache, dass du die einzige Person auf der Welt bist, die dir das alles erlauben kann. Niemand sonst. Wenn du dir also erzählst, du hättest keine Wahl, dann sperrst du dich selber ein und dann steckst du fest. Schau dir dazu gerne das Video aus dieser Serie mit dem Titel "Steckst du fest?" Hier siehst du das dann dazu an. Da findest du noch ein paar andere nützliche Tipps, wie du aus so einer Stuck-State-Situation rauskommst. Einen ganz praktischen Tipp möchte ich dir an dieser Stelle noch mitgeben. Wenn du das nächste Mal denkst, ich muss, dann ersetzt das doch einmal in Gedanken durch ich kann oder ich will oder ich darf. Mach jetzt mal zur Probe folgende Übung. Sag laut, ich muss arbeiten gehen. Ich darf arbeiten gehen. Ich kann arbeiten gehen. Und ich will arbeiten gehen. Und dann spür mal bitte, ob sich an deiner Einstellung der Situation gegenüber oder an deinen Gefühlen etwas verändert hat. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Der Wind wird jetzt hier auch zu dolle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, was immer du dich entschieden hast zu tun, was auch immer deine Wahl ist. Ich zeige dir jetzt gleich im Anschluss noch ein paar schöne Bilder von hier. Ich freue mich, wenn du die anderen Videos dieser Serie anschaust und vor allen Dingen, wenn du in die Umsetzung kommst. Denn genau dafür mache ich diese Videos. Dass du lernst, mutiger, zufriedener, glücklicher, eben selbstverantwortlicher zu leben. Bitte vergiss nicht, auf den Daumen nach oben zu klicken, falls du irgendwas aus diesem Video für dich mitnehmen konntest. Der Daumen ist übrigens unten und das Abo-Knopf ist auch unten. Bis bald und bye bye. Alles Liebe, deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bis bald. Ciao, ciao.